Welches Einsteigerlenkrad ist eigentlich das Beste? Für unser Lenkradduell treten heute an das Thrustmaster T248 und das Logitech G923. Was taugen diese Wheels wirklich? Welches ist besser? Hier kommt der Praxistest. Für das Simracing gibt es ja massig unterschiedliche Lenkräder. Und zwei besonders beliebte Modelle gibt es nun in einer neuen Version. Zunächst einmal bei Logitech. Zu den beliebtesten Lenkrädern auf dem Markt gehört sicherlich das Logitech G29. Und das G29 bekam mit dem G923 einen fast baugleichen Nachfolger spendiert. Offizieller Preispunkt 400 €. Gegen dieses Wheel tritt nun das brandneue Thrustmaster T248 an. Das T248 beehrt das Einsteigermodell T150. Der offizielle Preis beträgt hier 350 €. Beide Lenkräder sind mit vielen gängigen Rennspielen auf PC genauso wie auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 kompatibel. Zudem gibt es das G923 alternativ auch als Xbox-Variante. Los geht's mit dem Duell. Zunächst einmal muss die Hardware von den Simracing-Lenkradherstellern bestellt werden. Und das ist gar nicht mal so einfach, denn viele Händler bieten beide Geräte zum Kampfpreis an. Wie hier der Preisvergleich auf Google oder bei Geizhals zeigt. Das Schöne ist, dass die Lenkräder oft unter dem offiziellen Preis zu haben sind. Das Logitech G923 gibt es bereits für unter 300 €. Das neuere Thrustmaster T248 ist preislich dagegen noch nicht so weit heruntergerutscht. Hier wird zwar der offizielle Verkaufspreis unterboten, allerdings pegelt sich das Wheel aktuell bei ungefähr 330 € ein. Nach dem Bestellen geht es ans Auspacken und die Montage. Bei beiden Modellen sind alle nötigen Teile für Plug and Play mitgeliefert, inklusive externes Netzteil, USB-Kabel, weitere Verbindungskabel und Pedale. Für beide Lenkräder benötigt ihr im Grunde nur einen Tisch zur sicheren Befestigung. Das Logitech G923 besitzt dazu eine durchdachte Schraublösung. Das Thrustmaster T248 kommt dagegen mit einer gewöhnlichen Schraubklemme daher. Die mitgelieferten Pedale positioniert ihr dann einfach unter dem Tisch. Profis können beide Wheels übrigens auch anschrauben, beispielsweise an ein Simrig, an ein Renncockpit oder an einen Playseat. Überraschend gut sind beide Lenkräder für diese Preisklasse verarbeitet. Dabei unterscheiden sie sich jedoch klar beim Design. Das Logitech G923 bietet einen griffigen Lederüberzug, der sich wie in einem Sportwagen anfühlt. Dazu kommen knackige Schaltwippen und zusätzliche Bedienelemente wie ein Drehrad. Zudem gibt es eine schwere Pedalerie mit 3 Pedalen und einer praktischen Teppichkralle an der Unterseite für mehr Standsicherheit auf Teppichen. Das Thrustmaster T248 sieht dagegen spaciger aus und ist nur an der Außenseite des Lenkerkranzes mit Leder überzogen, der Rest ist aus Plastik. Doch auch beim Logitech wird viel Plastik verarbeitet. Insgesamt wirkt das T248 durchdacht, das Design ist jedoch Geschmackssache. Schön ist jedoch, dass die Basis des T248 sehr kompakt ausfällt. Auch gefallen die zahlreichen Tasten und Wippschalter, nur die Schaltwippen klackern relativ laut. Die mitgelieferten dreiteiligen Pedale sind ganz ähnlich wie beim Konkurrenten. Allerdings lässt sich hier die leichtgängigere Druckfeder der Bremse durch eine schwergängigere ersetzen. Die ist auch mitgeliefert. Das sorgt für einen Vorteil, den wir gleich im Praxistest genauer untersuchen. Doch jetzt geht's ans Eingemachte. Wie gut machen sich die Lenkräder in der Praxis? Für den Praxistest habe ich die Wheels ausgiebig auf PS5, PS4 und PC getestet. Nach dem Anschließen und Einschalten kalibrieren sich beide Lenkräder zunächst, was ganz normal ist. Beide Lenkräder werden von vielen Rennspielen wie Gran Turismo Sport, WRC, Dirt Rally oder Assetto Corsa unterstützt. Vergleichen wir jetzt aber einmal die verschiedenen Features der Lenkräder. Der Lenkeinschlag von 900 Grad ist bei beiden identisch, auch der Lenkerdurchmesser von 28 cm. Damit erhält man genug Kontrolle über das virtuelle Fahrzeug. Auch die Stärke des Force Feedback wirkt bei beiden ähnlich stark, dazu aber gleich mehr. Bei der Ausstattung gibt es interessante Unterschiede. Das T248 besitzt neben seinen 25 Tasten auch ein leuchtstarkes LED-Display. Damit lassen sich verschiedene Informationen einblenden, zum Beispiel Gang, Drehzahl oder Geschwindigkeit. Leider wird das bisher nur von wenigen Renntiteln unterstützt, wie zum Beispiel F1 2021, Dirt 5, WRC 10, iRacing oder Race Room.
Zusätzlich lässt sich auch über das Display das Force Feedback in 3 Stufen pegeln und das wird für unseren Vergleichstest gleich sehr, sehr nützlich werden. Das Logitech G923 besitzt dagegen kein Display. Stattdessen kommt hier eine LED-Leiste zum Einsatz, die die aktuelle Drehzahl anzeigt. Zum Ausgleich gibt es allerdings eine hauseigene Logitech-Technik namens TrueForce. Diese Technik soll Vibrationen an der Lenksäule simulieren, was allerdings genauso nur bei wenigen Spielen wie Gran Turismo Sport oder Assetto Corsa Competizione funktioniert. Übrigens, die Lenkräder können nicht nur für Rennspiele und Rennsimulationen, sondern auch für Arbeitssimulationen wie dem Landwirtschaftssimulator, dem Euro Truck Simulator oder dem Bussimulator eingesetzt werden. Aber jetzt kommt es drauf an. Wir kommen zum Praxisvergleich. Mit welchem Lenkrad fährt es sich denn nun schneller? T248 oder G923? Für diesen Test vollziehen wir gezeitete Runden in Gran Turismo Sport auf der Playstation. Mit jedem der Lenkräder fahren wir 12 Runden mit demselben Wagen auf derselben Strecke. Dazu treten wir in einem Porsche 911 RSR Gruppe 3 auf der Strecke Lago Maggiore an. Und aus diesen Testrunden nehmen wir die beste Runde sowie die Durchschnittszeit. Dieser Testkurs ist anspruchsvoll und benötigt einen guten Rhythmus und Feingefühl, um schnell durchzukommen. Perfekt also, um unsere beiden Wheels zu vergleichen. Los geht's mit dem Thrustmaster T248. Laut Hersteller arbeitet im Inneren ein Hybridantrieb aus Zahnradtrieb und Riementrieb. Bei Fahrtests in verschiedenen Rennsimulationen erweist sich das Force Feedback als sehr gut differenziert. Der Grip des Autos und die Curbs auf der Strecke sind als Kräfte am Lenkrad also sehr gut fühlbar. Das T248 besitzt eine moderate Stärke und einen Widerstand ähnlich dem T300, den es ja vom selben Hersteller gibt. Das Drehen des Lenkrads sowie anliegende Force-Feedback-Effekte sind jedoch klar hörbar. Für unseren Fahrtest stelle ich das Force-Feedback auf Stufe 3. Damit kommen auch weniger starke Effekte stärker an und sorgen für ein besseres Fahrgefühl. Und nach einigen Ausrutschern und wenigen Runden Übung pegeln sich die Rundenzeiten so langsam ein. Vor allen Dingen die letzten Runden der Testfahrt fallen am besten aus. 2 Dinge fallen dabei noch auf. Erstens, sobald der Wagen untersteuert, merkt man das sofort am Rattern, am Lenkrad. Sofort wisst ihr, dass ihr den Grip verliert. Daneben machen die Pedale einen sehr guten Eindruck. Vor allen Dingen das Bremspedal bringt hier einen guten Gegendruck beim Anbremsen. Dieses ist für den Test mit der schwergängigeren Feder ausgestattet, die ich vorher installiert habe. Und damit kann man sehr gefühlvoll in Kurven hineinbremsen. Unterm Strich kommt mit dem T248 eine Bestzeit von 1:54.613 heraus. Weiter geht es mit den Testrunden mit dem Logitech G923. Zunächst fällt hier der etwas griffigere Lenker auf, der sich mehr wie in einem echten Auto anfühlt. Vor allen Dingen wegen der genähten Lederoberfläche. Allerdings fällt beim Fahren auch ein Rattergeräusch auf, das nahezu durchgängig vorhanden ist. Jeder Force-Feedback-Effekt wird von einem unschönen Klappern begleitet. Schuld daran ist die veraltete Zahnradtechnik, die beim G29 genauso wie beim G923 zum Einsatz kommt. Und insgesamt hat man wegen der TrueForce-Technik auch noch mehr Vibrationen am Lenker, vor allen Dingen auch nicht nur in den Kurven, sondern auch auf den Geraden. Dennoch kommen die Effekte mit dem Logitech G923 noch unvermittelter herüber, noch unmittelbarer. Allerdings fühlt sich das auch nicht ganz so natürlich an. Außerdem finde ich, dass der Grenzbereich vom Auto hier ein wenig schwammiger zu spüren ist. Beim Thrustmaster Lenkrad merkt man das Rutschen ein wenig deutlicher. Auch die gut verarbeiteten und stabilen Pedale des Logitech wirken hier relativ weich, vor allen Dingen an der Bremse und geben wenig Gefühl. Das fällt vor allen Dingen an der ersten Kurve unseres Testkurses auf. Bei jeder Runde bin ich hier mit dem Logitech G923 langsamer als mit dem T248. Einfach weil ich nicht so ein gutes Gefühl an der Bremse kriege. Und dennoch holt sich das G923 die Bestzeit und kommt auf 1:54.579. Und damit ist es dem T248 einen Hauch voraus. Genauer gesagt 34/1000. Das ist echt nur ein minimaler Unterschied. Und unterm Strich würde ich sowieso sagen, dass ihr mit beiden Wheels genauso schnell sein könnt. Zudem fällt mir auf, dass es in so manchen Kurven klares Verbesserungspotenzial gibt. Hier bräuchte man einfach noch mehr Rundentraining. Interessant dabei ist auch, dass es beim T248 eine stetige Verbesserung bei jeder Runde spürbar ist. Beim Logitech G29 komme ich dagegen relativ schnell auf konstante Rundenzeiten.
Kommen wir zum Fazit. Welches Lenkrad ist denn jetzt nun besser? Grundsätzlich fällt auf, dass man auf der Strecke nahezu identisch schnell ist, egal ob mit dem T248 oder dem G923. Und ganz allgemein fährt man mit Lenkrädern klar sicherer als mit einem Controller. Manche Rennspiele sind zudem auch gar nicht für Controller ausgelegt, wie zum Beispiel Assetto Corsa Competizione. Da braucht man einfach ein Wheel. Die wahren Unterschiede und Kaufgründe für beide Lenkräder stecken im Detail. Das Thrustmaster T248 gefällt mit seinen zahlreichen Tasten, dem vielseitigen LED-Display sowie einem dreistufig einstellbaren Force Feedback. Vor allen Dingen letzteres ist für mich der größte Pluspunkt, da die Effekte viel vom Fahrgefühl vermitteln können. Zudem wirken die Effekte einen Tick ausgefeilter. Ebenso wie die Pedale dank schwererer Federn. Das Logitech G29 dagegen punktet mit seiner schickeren Verarbeitung, dem gut designten Lederlenkrad und direkter wirkenden Effekten. Das Force Feedback gefällt mit variantenreichen Effekten, allerdings ist der Grenzbereich etwas schwammiger. Was bei beiden Wheels nervt, ist die Lautstärke. Das T248 hat laute Schaltwippen, das G923 klackert dagegen die ganze Zeit. Das ist jedoch vernachlässigbar, wenn ihr mittels Kopfhörer spielt. Kurzum, gut und kompetitiv fahren könnt ihr mit beiden Lenkrädern. Beide ermöglichen euch einen sehr guten Einstieg ins Sim-Racing. Letztlich ist es natürlich auch eine Geschmacksfrage und natürlich auch eine Preisfrage, welches aktuell günstiger angeboten wird. Aktuelle Preise zu den Produkten findet ihr deshalb auch unten in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es auch viele weitere Sim-Racing-Lenkräder auf dem Markt. Verpasst deshalb auch nicht die Testvideos hier zum Fanatec CSL DD, zum Podium F1 und weiteren Hardware- und Lenkradgeräten hier auf diesem Kanal. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne macht's gut und gute Fahrt.